Ein Simpson Krause Piccolo. Er ist mal plötzlich nicht mehr gelaufen. Ruhig, ruhig! Heute zeige ich euch den Piccolo Krause, wie das von ein paar gewünscht worden ist. Wie ihr seht, ist das Gerät ein bisschen staubig. Das ist jetzt doch auch ein paar Jahre gestanden. Er ist mal plötzlich nicht mehr gelaufen. Ich hatte da gar nie mehr Zeit gehabt, um ihn anzuschauen. Das machen wir aber heute, genau das. Dann gibt es wahrscheinlich noch ein Battle gegen den Fuzzi. Weil auch noch ein paar lustige Spezialitäten. Und die zeige ich euch jetzt gerade. Das ist ein von der Bude Simpson, ein Simpson Krause Piccolo, ein sogenannter versehrten Fahrstuhl. Das Modell ist jetzt mit dem Zweigangmotor. Da ist klar, die Lenkung über Seilzug mit dieser Rondelle, mit dieser Drehscheibe. Das ist ein bisschen Seilzugpuff. Bremst wird so nach vorne. Das ist die hintere Bremse. Man sieht hier das Stängeli. Die Schaltung ist ganz normal. Erste, zweite. Da haben Gas natürlich. Starten haben sie hier einen Hebel gemacht, von der Kickstarterwelle. Dann kann man im Hocken das Gerät anlassen. Jetzt hat es hier eine ganz lustige Sache, und zwar zum Hinterskifahren. Da sieht man, wenn ich den Hebel betätige nach vorne, dann dreht das ganze Rädchen da. Und jetzt kann ich den einhängen. Und so kann ich nachher Hinterski fahren. Das ist wirklich witzig. Das ist wirklich witzig. Ja, den habe ich mal gefunden, im Deutschen. Da habe ich gedacht, den muss ich sofort holen. Ah, genau, Baujahr. Baujahr ist 1969. Das ist wirklich ein witziges Ding. Da kann man noch den Sitz verstellen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stufen für die Neigung. Und da natürlich noch ein Kofferraum. Auch noch lässig. Wirklich noch witzig. Gerade so ein Tampack Bierplatz. Jetzt schaue ich mal, ob der überhaupt noch zündet, weil eben, er ist einfach nicht mehr gelaufen. Also gut, ich weiss auch nicht mehr. Da hat es noch Hebel und Zeug. Ich weiss es gar nicht mehr selber. Weil zünden tut jetzt da gar nichts, dann ist es vielleicht der da noch. Ja. Also das haben wir schon wieder herausgefunden, das ist aus, ein. Also das ist schon mal gut. Ja, der Luftfilter ist natürlich ganz etwas Schönes. Jetzt müssen wir dann schauen, dass ich da noch etwas anderes montieren kann. Dann füllen wir mal ein bisschen Most ein, würde ich sagen. Also das Gerät. Das ist so um die 45 bis 50 km/h. Um das herum sollte das laufen. Mit dem Fahrwerk und alles ist dann sehr eine heikle Geschichte. Also da wird man auch gar nicht viel schneller fahren. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob der Most bekommt. Das ist alles ein bisschen jetzt irgendwie der Benzinschluck abgeknickt. Da ist natürlich erstens ist der Stein hart. Das war gut gewesen, habe ich schon Most eingefüllt. Das war jetzt nicht wahnsinnig schlau gewesen. Das ist also eine rechte Fehlkonstruktion da mit dem Benzinhahn, mit dem Stutzen, muss ich sagen. Oje, 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 oje. Und hast du mir nicht schnell eine Spitzzange geben? Das wäre hure toll. Gracias. Fast dran gehabt. Jetzt reisst noch der hure Doppelschlauch, ist das wahr? Gut, das muss lange. Ja, leck mal, abartig steif, du. Gut, noch ein Benzinschläuchchen dran, Most ist drin, neu. Uiuiui, putzen tun wir dann später. Jetzt wollen wir mal schauen. Sieht nicht schlecht aus, he? Da für eine Kerze, du. Das uraltes Ding, he? Ein Bosch, ein 10er Bosch. Jetzt ein 8er NGK, weil ich habe dem nämlich mal einen 17er Vergaser verpasst. Kommt mir wieder in den Sinn. Das ist nicht der Originalvergaser. Ich glaube, der Original hatte einen 12er Vergaser gehabt. Und ich habe ihm jetzt einen 17er verpasst. Und ich habe den Sieg eben auch nie richtig abgestimmt, oder? Ja, er versauft einfach gerade. Die Gaseinstellung stimmt, aber wahrscheinlich hat er viele zu grosse Düsen drin. Das kann eben noch gut sein. Kommt aber nicht zu viel Most, he? Zu einem Zeitpunkt kann natürlich sein, dass der nicht stimmt.
Ja, das sieht man, ist alles ein Hurenbastel da, oder? Eigentlich müsste man das Ding einfach mal komplett zerlegen. Das wäre natürlich das Schlauste. Komplett zerlegen und alles neu machen. Ist alles einfach uralt, oder? Oje, du. Ach du Scheiße. Du Huren runtergemuchelt, der Ofen. Ja, der hat ein bisschen gar viel Vorzündung. He? Hat jetzt fast 3 mm Vorzündung. Dann haben wir 1, 2. Das ist gut. Ich tue jetzt nur mal schnell ein bisschen mit dem Akku durchdrehen. In der Hoffnung, dass er kommt. Wenn er nicht kommt, muss ich den Vergaser wegnehmen. Weil die Zündung ist ja. Ich glaube jetzt nicht, dass er dem gelegen ist. Kann natürlich sein. Ja, dann wird irgendetwas in dem Vergaser nicht gut sein. Aha. Ja, seht ihr, wenn wir hier schauen, ist das schon relativ ölig. Das ist wirklich, wenn das Benzin verdampft und nachher ist nur noch das Öl bleibt übrig. Da sieht man auch, da habe ich hochprofessionell den Jogseilzug montiert, oder? Ist wahrscheinlich eben auch ein grosser Vergaser, oder? Jetzt tun wir den halt einfach mal schön rausputzen. Ja, da sieht man auch, da kommt dann nur Soße raus. Ja, lässig, oder? Schwarz. Eine schwarze Brühe ist da drin. Das ist natürlich nicht optimal. Und dann sind eben einmal die Kanäle zu. Ich hoffe jetzt schwer, dass das der Grund ist. Jetzt nehme ich da mal schnell die Düsen raus. Ah, schau jetzt, geil. Das ist aber sogar an M3,5. Hey, jetzt tun wir das mal schön ein bisschen rauswaschen. Dann könnte das gut sein, dass das wieder tut. He? Düse. So, der Liebes. Blubber. Gut. Der, was ich sicher noch muss, ist Schlupffilter, muss noch etwas machen. Dann gehen wir doch mal trüllen. Ruhig. Ja, das Kabel. Haha, Scheiße! Affe geil, hey! Schmeckt gut. Aber. Also, was ich sicher noch muss, der Gaszug, der klemmt. Der ist wahrscheinlich auch schon 70-jährig. Den muss ich jetzt auf jeden Fall schnell neu machen. Ich denke immer wieder an die armen Leute, die den ganzen Tag kein Abgas haben zum Einschnaufen. Wie überleben die den Tag? Das frage ich mich immer wieder. Sonst kommt es dann nicht gut. He? Die Kabelhülle. Wenn wir um die Ecke fahren, und es gibt selber Gas. Jetzt muss ich noch schnell 2 Endhülsen haben. Und Schmützi. Da, Schmützi, wo haben wir es? Aber das läuft nachher natürlich wieder wie neu. Jetzt zieht es natürlich von alleine zurück, das ist lässig. Das können wir dann nachher einmal testen. Zuerst räume ich mal schnell das Puff ein bisschen auf. Also, da habe ich das gedreht. Das ist irgendeine Büchse, da habe ich das gemacht. 32. Wenn ich jetzt einen Pilz hätte. Ja, nicht. Ich bin jetzt. Da hat es noch etwas. Schau mal. Was ist denn das fürs Geschwür da? Hätten wir aber 32 schon mal. He? Passt perfekt. Also gut. Das Hurengeschwür und vor allem müssen wir da noch schnell Dings machen, dass man die Luft regulieren kann. Das ist ja noch lustig. Aber sonst ist es jetzt nicht gerade mein Traum. Luftfilterli. Macht aber nichts. So. Also, ja, das hebt ja traumhaft. Gut, dann lassen wir ihn an. Aber ich würde sagen, das machen wir draussen. Schau gleich noch schnell ins Öl rein. Da. Das nimmt mir jetzt gleich noch schnell Wunder, dass es überhaupt noch Öl drin hat. He? Ja, tipptopp. Ui!
Ganz ein tolles Gefährt. Ui. Ja. Lassen wir die hure Stube mal an. Ja, ist schon besser, hä? 6000 Kilometer immerhin. So. Affengeile Kiste. Ihr seht, der läuft. Wir müssen das mal abchecken. Jetzt machen wir noch ein kleines Battle, natürlich. Das war nämlich noch lässig letztes Mal. Würde ich sagen, los geht's! Ein Morast da, hä? Mühle. Also, wir sind jetzt hier an unserem Plätzchen angekommen. Jetzt ist folgendes Battle. Lassen die Kisten an. Nachher fetzen wir da vorne zwischen den Helm durch, ziehen den rauf. Bei dieser kleinen Kreuzung kehren wir, fahren die Fürsche hierher. Nachher zeigen wir eben mal, wie das geht mit dem Retourgang. Müssen wir ein 8 fahren, dass wir so wieder da stehen, wie wir jetzt stehen. Starten wir die ganze Sache. Ah nein! Das kannst du nicht mehrmals! Ja, das geht nicht! Und jetzt geht's zwar! Der brauchst oh, leider reißt noch etwas ab. Hey. Ja, der Rückwärtsgang funktioniert leider nicht so wie gedacht. Machen wir noch eine Runde. War dasselbe. Oben runter, da schnell das 8 fahren und dann wieder daher. Treibstart. Und wie lange ja? Einfach Knebel auf und voll Gas geben. Alle voll hoch. Bleiben, ja, ja. Da kommt er schon. Zack! Schau, der Esel hat's. Also das hast du gemeint?
Ich kann nicht mehr. Ja, Fazit, ja. Fazit ist, das war eine tolle Sache. Fuzzi hebt jetzt die Kamera so. Ist natürlich heikel. Ich hätte jetzt eher gerechnet, dass es irgendwo in der Kurve nimmt oder beim Kehren. Ist halt noch ein bisschen abfallend da. Das ist ihm dann wohl zum Verhängnis geworden. Ja, nur das Fazit, es ist schnell, es ist gefährlich, dementsprechend lustig. Genau, und jetzt würde ich sagen, das nächste Ziel ist, das Ding noch ein bisschen schneller machen. Auspuff aus einem grösseren her, würde ich sagen. Können wir das Zeug ein bisschen richten. Also viel wisst ihr ja schon, der Job vom Filmfuzzi, oder? Das wird natürlich immer dringender. Wie ihr seht, der schiesst sich fängig aus von allein. Also bevor der jetzt grosse Unfall hat, dass er nicht mehr kann, bewerbt euch, wir brauchen euch und bis zum nächsten Scheiß.